Ich hätte ja niemals gedacht, dass ich dieses Video je drehen würde, aber da das Thema Gleitgel als Hautpflege und Make-up-Unterlage aktuell sowieso ein bisschen trendet, hat es doch ganz gut gepasst und ich muss euch ganz ehrlich sagen, meine Neugierde hat dann doch gesiegt. Ich habe zwar bereits auf Instagram einen Post zu Gleitgel als Hautpflege gemacht und mich sozusagen auch mit dem Thema beschäftigt, aber ein YouTube-Video dazu existiert von mir noch nicht. Ich werde euch heute erklären, ob es irgendwelche Vorteile hat, Gleitgel als Hautpflege zu verwenden, worauf man eventuell achten sollte und ob es auch eine gute Make-up-Unterlage darstellt. Auf die eine Seite würde ich meine Sonnencreme auftragen, weil ich es einfach immer so handhabe, dass Sonnencreme frühester letzte Schritt ist, bevor ich überhaupt Make-up verwende. Deswegen macht es für mich persönlich einfach keinen Sinn, das Gleitgel mit einem Primer zu vergleichen, weil ich einfach sehr, sehr selten Primer verwende. Gut, dann legen wir mal los. Ich habe jetzt auch keine Hautpflege oder sowas aufgetragen. Das ist jetzt wirklich der allererste Schritt und ich möchte auch nichts weiter drunter auftragen, einfach um einen guten Vergleich zu haben und weil es mich eben auch interessiert, wie sich das Gleitgel pur auf meiner Haut anfühlt. Gut, dann kommen wir jetzt mal zum spannenden Teil und zwar werde ich jetzt selbstverständlich auf die andere Seite das Gleitgel auftragen. Keine Ahnung, wie viel man davon braucht. Ich nehme jetzt erstmal nur einen kleinen Tropfen davon. Ich habe schon eine gewisse Ahnung, wie sich das anfühlen wird. Ja, wie ein Gel halt. Ja, wer hätte das gedacht, dass ich mal in einem YouTube-Video Gleitgel auf mein Gesicht auftragen würde, aber here we are. Ganz viele schwören ja auch auf die Klebrigkeit von dem Gleitgel, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe hier Gesichtspflegeprodukte, die nach dem Antrocknen deutlich klebriger sind und von denen ich persönlich auch mehr habe. Also das ist für mich jetzt auch kein großer Pluspunkt, wenn Produkte super klebrig sind. Ich mag das eigentlich nicht ganz so gerne. Dann mache ich jetzt im Schnelldurchlauf mein Make-up fertig und würde heute die Dose of Colors Meet Your Hue Foundation verwenden, weil ich die einfach gut kenne und weiß, wie sie auf meiner Haut performt. Mein Make-up ist jetzt fertig, deswegen schauen wir uns beide Seiten mal ein bisschen genauer an. Nicht vergessen, auf dieser Seite ist das Gleitgel drauf, auf der anderen Seite die Sonnencreme. Und wenn ich ehrlich sein soll, finde ich die Sonnencreme-Seite deutlich besser, auch was das Hautgefühl angeht. Denn ich habe eine eher trockene Haut, das heißt, meine Haut benötigt auch ordentlich rückfettende Bestandteile. Also meiner Haut fehlt es vor allem an Talg, also an Fett. Und das hat das Gleitgel einfach nicht. Das hat eher feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe und deswegen fehlt
fehlt es mir auf dieser Seite eindeutig an Pflege und deshalb fühlt sich das auch so ein bisschen unangenehm an, fängt so langsam an zu spannen, was für mich meistens kein gutes Zeichen ist und ich finde jetzt auch nicht, dass sich das Make-up auf der Gleitgel-Seite deutlich besser verhalten hat. Dann schauen wir uns mal an, wie das Gleitgel von Durex zusammengesetzt ist. Wasser bildet die Basis und löst andere Stoffe. Daraufhin folgt Propylenglykol, welches feuchtigkeitsbindend wirkt und ein Produkt vor Verkeimung schützen kann. Glycerin ist auch feuchtigkeitsbindend. Carbomer sorgt dafür, dass das Gleitgel seiner Bezeichnung als Gel gerecht wird, denn hierbei handelt es sich um einen Gelbildner. Und Xanthangummi trägt dazu bei, dass das Gel nicht zu flüssig ist. Natriumhydroxid und Zitronensäure sorgen für einen passenden pH-Wert des Produkts, denn der Intimbereich ist mit einem Wert zwischen 3,5 und 5,6 sauer, ähnlich wie unsere Gesichtshaut, und Benzoylsäure schützt das Produkt vor Verkeimung. Was die Inhaltsstoffe betrifft, spricht absolut nichts dagegen, das Gleitgel auch im Gesicht zu verwenden, weil die enthaltenen Bestandteile auch in kosmetischen Mitteln genutzt werden und der pH-Wert des Gleitgels liegt im sauren Bereich, was auch unserer Gesichtshaut zugutekommt. Aber dazu sei erwähnt, dass Gleitgele anders reguliert sind als kosmetische Mittel, denn hierbei handelt es sich um sogenannte Medizinprodukte. Das heißt, hier greift auch das Medizinproduktegesetz und nicht die Kosmetikverordnung. Da gibt es schon einige Unterschiede. Zum Beispiel müssen bei Medizinprodukten die Inhaltsstoffe nicht einzeln aufgelistet werden, was ich ein bisschen schade finde. Und es gibt auch noch so ein paar andere Anforderungen an die Qualitätssicherung. Zum Beispiel müssen Medizinprodukte dieses CE-Kennzeichen tragen. Falls ihr euch noch näher dazu informieren möchtet, ich verlinke euch einiges unten in der Infobox. Ganz ehrlich, Leute, mir persönlich erschließt sich der Nutzen von Gleitgel als Hautpflege oder Make-up-Unterlage nicht wirklich. Mal davon abgesehen, dass ich es auch wichtig finde zu erwähnen, dass die meisten Gleitgele in der Drogerie wasserbasiert sind und feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe enthalten, was ja nicht verkehrt ist, aber zur alleinigen Pflege bzw. als alleiniges Produkt eher nicht empfehlenswert, weil die Haut selbstverständlich neben Feuchtigkeit auch Fett benötigt und das haben die meisten Gleitgele einfach nicht. Sie haben keine pflegenden oder rückfettenden Bestandteile. Vor allem jetzt, wo es in Richtung Winter geht, ist es super, super wichtig, der Haut auch Fett zuzuführen, um eben auch die Hautbarriere zu stärken und zu unterstützen. Das mag eventuell im Sommer ganz gut funktionieren, wenn die Luftfeuchtigkeit ein bisschen höher ist und wenn es nicht so kalt ist, aber jetzt so Richtung Winter würde ich dieses Produkt als alleinige Pflege oder eben als alleiniges Produkt auf der Haut eher nicht empfehlen.